Viel zu lange hat es gedauert, aber das erste Video aus unserem sehr ausgiebigen und ausführlichen Stichsägentest ist endlich da und wir fangen direkt mit einem Highlight an. Mit der GST 18 Volt LIS, das ist die 18 Volt Akkustichsäge von Bosch Professional in der Stabversion. Was die alles kann, seht ihr gleich in vielen verschiedenen Rubriken in unserem Praxistest, aber davor ein paar schicke Shots der Säge und mein Voice-Over, das euch erklärt, was die Säge alles kann. Ich habe die GST 18 hier in der Variante mit praktischer L-Box und gleich zwei 4,0 Ampere-Stunden Akkus. Das ist sicherlich eines der eher teureren Sets, das Bosch uns hier ausgeliehen hat. Aber wer schon 18 Volt Akkus von Bosch Blau daheim hat, kann auch deutlich günstiger in den Genuss des kabelfreien Sägens kommen. Wir haben hier die Stabform, alternativ gäbe es auch die Bügelform und hier bei der Stabform wird der Akku hinten vertikal montiert. Es gibt 3 Pendelhubstufen, eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung und einen Schiebeschalter zum An- und Ausschalten. Das Sägeblatt wird über einen SDS-Schnellverschluss gewechselt, der Fuß der Säge ist aus Aluguss und sollte daher sehr robust sein. Auch leistungsmäßig muss sich die Säge nicht vor den Kabelvarianten verstecken. Sie kann bis zu 120 mm dickes Holz sägen und das ist wohl deutlich mehr, als mit einer Stichsäge wirklich Sinn macht. Ihr seid bestimmt schon absolut gespannt, wie die GST 18 von Bosch Professional in unseren Tests abgeschnitten hat und ich will euch gar nicht mehr länger auf die Folter stellen. Wir beginnen direkt mit unserem neuen Stichsägen-Praxistest, durch den wir in den nächsten Wochen insgesamt 14 verschiedene Stichsägen schicken werden. Und damit kommt unser erster Kandidat in unseren brandneuen Stichsägen-Praxistest. Als erstes sägen wir mit der GST 18 in ein Stück Kiefer-Leimholz einen geraden Schnitt ohne eine Führungsschiene oder einen Parallelanschlag. Das klappt ziemlich leicht mit der Stichsäge in Stabform und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Schnittkante ist äußerst gerade und auch der Schnittwinkel ist nahezu perfekt. Das Ganze wiederholen wir jetzt mit Hartholz, diesmal mit Buche, ebenfalls in der 18 mm Leimholzplatte. Auch hier sind wir mit der Schnittkante und dem Schnittwinkel wieder äußerst zufrieden. Übrigens haben wir in beiden Testszenarien ein besonders dickes und steifes Sägeblatt verwendet, das sich für den Geradeausschnitt besonders gut eignet, aber dafür nicht in jede Säge passt. Nun wollen wir einmal den geführten Schnitt probieren. Eigentlich nicht wirklich eine Kernkompetenz der Stichsäge, aber da die Geräte oft quasi alles können sollen, durchaus ein legitimer Test. Ich stoppe das Video nun an 3 Punkten. Ein Frame bevor das Holz durchgeschnitten ist, genau in dem Moment und ein Frame danach. Wie wir sehen, bewegt sich das Sägeblatt bei diesem Übergang nicht seitlich. Das klingt selbstverständlich, aber wir werden noch bei so manch anderer Säge sehen, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Auch mit dem Winkel sind wir wieder absolut zufrieden. Weiter geht's mit einem Szenario, das viel besser auf die Stichsäge passt. Der Kurvenschnitt. Nach jedem Viertelkreis wird der Radius deutlich enger. Wir wollen wissen, wie gut die Säge die Spur trifft, wie leicht sie dabei zu führen ist und wie gut der Schnittwinkel danach aussieht. Der Schnitt verläuft sehr angenehm und ruhig, auch von der dünnen schwarzen Linie gibt es kaum Abweichung. Allerdings beim Schnittwinkel gibt es die ersten Minuspunkte für die GST 18. Hier sei gesagt, dass die meisten Sägen hierbei Probleme machen, aber von einer Profisäge hätten wir uns natürlich hier ein anderes Ergebnis gewünscht. Als nächstes käme jetzt ein Test zum Gärungsschnitt, aber da wir die Stabvariante der GST 18 zum Test hier haben, muss dieser leider ausfallen. Nur in der Bügelvariante ist ein Gärungsschnitt möglich, bei der Stabvariante wäre der Akku im Weg. Da es für die GST 18 auch einen mitgelieferten Splitterschutz gibt, testen wir natürlich auch diesen. Dazu sägen wir mit maximalem Pendelhub in ein beschichtetes Regalbrett. Danach wird der Splitterschutz eingesetzt und der Schnitt wiederholt. Und siehe da, der Unterschied ist deutlich. Das ist übrigens ein Ergebnis, das sich auch mit anderen Bosch-Sägen wiederholen lässt, aber oft nicht mit den Sägen des Wettbewerbs.
Ganz zum Schluss verifizieren wir noch, ob die Säge wirklich wie angegeben 120 mm Holz sägen kann. Wie wir an dieser Szene in Echtzeit sehen, ist das kein Problem. Außerdem haben wir noch die Lautstärke verifiziert. Diese ist der Leistung absolut angemessen. Da gibt es Kandidaten, die deutlich schlechter abschneiden. An dieser Stelle noch ein paar Kommentare zum subjektiven Eindruck vom Sägen. Man merkt, dass man hier wirklich ein Profi-Gerät in der Hand hat. Auch wenn der Kurvenschnitttest nicht ganz so perfekt verlaufen ist, kann man sich jederzeit über eine Stichsäge freuen, die vibrationsarm und butterweich durchs Holz gleitet und das Ganze ohne störendes Kabel. Zum Ökosystem muss ich, denke ich, nicht mehr viel sagen. Das ist bei Bosch Pro wirklich fantastisch. Es gibt Akkus in allen Größen und zahlreiche wirklich tolle Geräte. Trotzdem sollte man natürlich auch immer über den Tellerrand schauen. 18 Volt Konkurrenz gibt es in derselben Preisklasse genug, zum Beispiel von Dewalt oder natürlich Makita. Gerade der Vergleich mit den japanischen Herstellern ist immer sehr spannend. Mehr sage ich dazu jetzt noch nicht, aber ihr dürft raten, welches Video als nächstes kommt. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Fazit zur Bosch GST 18 Volt LI-S Akkustichsäge. Die Bosch-Säge macht zu jedem Zeitpunkt klar, dass sie ein echtes Profi-Gerät ist. Die Verarbeitung ist wie gewohnt sehr hochwertig, sie sägt vibrationsarm und ist ziemlich leicht zu führen. In den meisten Testszenarien klappte der Schnitt perfekt und die Winkel waren immer exakt gerade. Nur wem der Kurvenschnitt besonders wichtig ist, der wird mit der GST 18 wohl nicht ganz so glücklich werden und muss sich einmal bis zu unserem nächsten Testbericht gedulden. Wer aber eher seltener enge Radien sägt und vor allem schon blaue Bosch-Geräte aus dem sehr großen Ökosystem daheim hat, der kann seiner Werkzeugsammlung gerne diese kabellose Stichsäge spendieren. Denn der Akkubetrieb macht sie deutlich handlicher und an Leistung fehlt es ihr keinesfalls. Und wenn man sie auf Wunsch mit den 4 Ampere-Stunden Akkus kauft, dann fehlt es ihr auch garantiert nicht an Ausdauer. Ich nutze dieses Outro jetzt mal, um mich mal bei euch zu bedanken. Wir sind mittlerweile schon über 200 Subscriber und das, obwohl in der letzten Zeit gar keine neuen Videos kommen, nur durch die Akkuschrauber-Videos, die alle schon online waren. Das ist absolut klasse und ich freue mich wirklich schon auf die ganzen nächsten Videos, auf eure coolen Kommentare, auf eure Likes und Shares, denn es geht wirklich sehr, sehr viel Zeit in so ein Video und da freue ich mich umso mehr, wenn ihr das wertzuschätzen wisst. So, jetzt seht ihr natürlich aber noch 2 Videos. Hier auf der linken Seite ist der Bosch GSR 18 aus dem gleichen Ökosystem wie die GST 18 und auf der rechten Seite seht ihr den Konkurrenten von Makita.